Hallo! Hallo! Heute habe ich einen Gast bei mir, und zwar die Thalisa von Blütenschimmer. Und wir stellen euch heute unsere Travel Bag Essentials vor, weil wir nächste Woche, beziehungsweise dann, wenn ihr das Video seht, sind wir auf Urlaub in Lissabon zusammen mit Daisy. Und da dachten wir, es bietet sich an, dass wir zusammen ein Video machen, und jetzt zeigen wir euch mal, was wir so dabei haben. Also ich fange mal an, und da habe ich hier als erstes ein Wässerchen aus der Dose von Caudalie. Das ist so Weintraubenwasser. Und ihr kennt das bestimmt, wenn man im Flieger sitzt und das schon, also der Flug schon ein bisschen länger geht. Unser geht jetzt 3 Stunden und da merkt man dann schon, dass die Haut wirklich richtig trocken wird und das Make-up sieht dann einfach nicht mehr so schön aus. Und wir sind jetzt beide nicht so Leute, die gerne irgendwie im Flieger das Make-up noch auffrischen, Foundation drauf machen oder so. Und da ist das richtig praktisch. Das sprühe ich dann einfach so aufs Gesicht und ja, drückt das dann so ein bisschen an mit den Fingern und dann sieht die Haut gleich viel besser aus, saugt ja, die Feuchtigkeit sozusagen ein und ja. Ja, ich mache mal weiter mit meinem ersten Produkt und ich habe so ein Hand Cleanse Gel dabei, also so ein Desinfektionsgel für die Hände. Und ich finde im Flieger und auch generell am Flughafen und so, man fasst ja immer viel an und gerade wenn man sich dann auch ins Gesicht fasst, nach dem Fliegen oder beim Fliegen, finde ich, ist es so ein bisschen unhygienisch und da finde ich gut, wenn man so ein Gel dabei hat, weil es einfach dann irgendwie so frischer, man sich hygienischer fühlt und es einfach irgendwie besser ist. Und das habe ich vom Body Shop und das riecht nach Grapefruit, also auch was Besonderes, weil es eben noch so einen schönen, fruchtigen Geruch hat. So, als nächstes hätte ich da eine Pflege für alles sozusagen. Da habe ich letztens von einer Freundin die Rosebud Salbe von Smith geschenkt bekommen. Das ist so eine feste Salbe. Ich kann das mal auch machen. Hier, die nach Rosen riecht. Die schön wäre auch was für dich. Ja, ich liebe Rose und es sieht voll schön aus. Ja, die Rose, siehst, richtig hübsch. Und die kann man für die Lippen benutzen, für die Nagelhaut oder ja, sonstige trockene Stellen, einfach für alles. Ich habe noch mein Dr. Hauschka Gesichtstonikum Spezial dabei und das benutze ich eigentlich so in meiner täglichen Hautpflegeroutine als Toner morgens und abends. Finde ich aber auch super, um, finde ich, das Make-up nochmal aufzufrischen, weil ja, wenn man länger fliegt, ne, was du auch schon gesagt hast, dann verläuft das Make-up oder es sieht halt einfach nicht mehr so gut aus und man ist ja dann auch müde und diese Luftunterschiede und das verleiht halt nochmal so einen frischen Kick und frischt den Teint so ein bisschen auf. Wo wir da gerade beim Teint auffrischen waren, habe ich da meinen Bronzer dabei, weil ich werde sehr schnell blass im Gesicht und das ist eigentlich das Beste, was ich mir dann einfach so schnell mal so drauf pudern kann und gleich einfach ja, gemachter aussehe und da habe ich dann auch gleich ja, den Spiegel dann drin, auch ganz praktisch. Das ist ein Bronzer von By Terry und der Pinsel ist von Real Techniques, der Blush Wash. Ja, mache ich mal weiter und zwar habe ich auf jeden Fall einen Concealer dabei, diesmal den Catrice Light Reflecting Retouch Concealer und ich bin jemand, ich habe ja sehr starke Augenringe und das ist auch das erste, was bei mir irgendwie vom Make-up schlechter wird, also Augenringe und deswegen muss ich immer Concealer relativ häufig nachtragen, gerade wenn ich geschlafen habe oder so auch im Flugzeug und da ist es ganz praktisch. Und das ist wahrscheinlich auch das Teil, wo du dann das nachmachst und dann sofort dich viel besser fühlst. Genau, so wacher auch einfach und so aufgefrischt. So, dann habe ich hier noch so ein kleines Fläschchen von dem Deep Sleep Stressless von This Works. Das ist so ein, ja ähnlich wie Chinaöl, so ein ja, Kräuter-Lavendellastiges Öl. Das kann man sich entweder auf die Handgelenke schmieren oder einfach so dran riechen. Weil ich hatte letztens so eine Situation, da hatte ich so einen Flug mit ganz vielen Businessmännern, also echt so fast nur Männer im Flieger und da kann man sich vielleicht vorstellen, dass es schon, also es hat schon ein bisschen gemüffelt und dann da dachte ich so, das hat mich auf jeden Fall gerettet, deswegen ist das jetzt ab jetzt auch immer mein Must-Have in der Tasche da. Außerdem wirkt es sehr beruhigend, das heißt, wenn man so Flugangst hat oder einem schlecht ist, da hilft das eigentlich ganz gut. Ja, ich habe dann noch so eine Body Lotion ist das glaube ich eigentlich, aber kann man auch als Handcreme nehmen von Kiehl's, die Creme de Corps, heißt das so? Ich bin ja auch nicht so gut mit Sachen aussprechen. Also vor allem bei mir Französisch.
Aber gut, die eben, und die kann man eben als Handcreme nehmen, aber ich würde mir die, finde ich, auch so an den Hals schmieren oder ins Dekolleté, weil durch den Geruch und man fühlt sich halt nochmal irgendwie so frischer und gemacht. Also mir verleiht es immer so ein frisches Gefühl und dass ich mich irgendwie wohler fühle, weil es auch eben so gut riecht und Feuchtigkeit spendet. Das passt eigentlich sehr gut zu meinem nächsten Produkt oder auch letzten Produkt. Denn ich habe noch ein Parfum dabei. Das ist halt ganz praktisch, weil die Flasche sehr klein ist. Und das ist jetzt die 30 Milliliter Flasche von dem Molecule One Parfum von Eccentric Molecules. Und ja, wie Talisa schon gesagt hat, man fühlt sich einfach wohler, wenn man weiß, dass man gut riecht. Und deswegen sprühe ich das gerne mal einfach so zwischendurch nochmal aus und stört jetzt auch nicht wohl wahnsinnig in so einer Tasche. Ja, ich habe dann nur noch eine Lippenpflege dabei. Das ist jetzt eine von Be Natural, habe ich zufällig im DM entdeckt. 100% Natural Lip Balm, also aus Bienenwachs. Und ich finde, der schmeckt sehr gut, der riecht sehr gut. Und Lippenbalm, das finde ich mal total wichtig, weil ich bin jemand, ich habe immer total trockene Lippen. Und gerade im Flugzeug, weil es ja so austrocknet ist, ist es richtig wichtig, dass ich einen Lip Balm dabei habe. So, das waren auch schon unsere Travel Essentials, die Dinge, die wir gerne dabei haben, wenn wir auf Reisen sind. Ihr könnt uns ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr so gern auf Reisen im Flugzeug unbedingt dabei haben müsst. Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Und schaut auf jeden Fall mal bei Talisa auf dem Kanal vorbei. Da haben wir nämlich außerdem noch ein Video gedreht, wo wir euch den Inhalt unserer Alltagstasche sozusagen zeigen. Dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen und ihr konntet so ein bisschen Inspiration mitnehmen. Und ja, dann sehen wir uns dann beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Wo wir euch... Wo wir da gerade bei Der Tang. Der Tang. Schöne Tang auffrischen, ne? Dann habe ich meine Brille dabei. Die ist jetzt hier von Escada. Es ist meine Lesebrille, beziehungsweise generell meine Brille, weil ich sehr kurzsichtig bin. Ziehe sie euch mal auf. Ja, jetzt sehe ich auf jeden Fall besser.